Dieter, Sie hatten nach Ihrer Nahtoderfahrung hatten Sie einen sogenannten Nachtodkontakt. Können Sie diesen Nachtodkontakt schildern? Ja, das war etwa 2 Jahre nach der Nahtoderfahrung. Ein guter Freund starb von uns am 19. April 2015 und am 30. April hat er sich bei mir nochmal gemeldet, nachts, also in Form von einem Traum. Das wird ja oft beschrieben bei diesen Nachtodkontakten. Es gibt verschiedene Arten, und bei mir war es halt in Form dieses Traums. Ich dachte erst, er schaut aus einer Menschenmenge raus, also bis zum Oberkörper, aber das war keine Menschenmenge, das war so ein Holzzaun aus dicken Holzstämmen, ähnlich wie Eisenbahnschwellen, hölzerne, die man senkrecht hingestellt hat. Und da guckte er so bis zum Bauchnabel oben raus. Er sah super aus, also auch so jugendlich wie um die 30, er ist ja mit 67 gestorben, hat über das ganze Gesicht gestrahlt, hat mit der linken Hand gewunken und trug ein khakifarbenes Uniformhemd. So. Und das war so eine kurze Sequenz von vielleicht 1-2 Minuten. Ich kann sonst über die Nächte eigentlich ein Buch schreiben, weil ich so wenig schlafe und ich weiß genau, was in der Nacht passiert. Von dieser Nacht ist alles weg, nur diese Sequenz ist übrig geblieben. Ich habe dann darüber nicht gesprochen, weil ich es nicht einordnen konnte. Ich hatte ja noch nie Nachtodkontakt und habe dann anlässlich eines Besuches in Augsburg der Selbsthilfegruppe 2 Mitglieder der Selbsthilfegruppe gesprochen, die sich mit Nachtodkontakten auskannten. Und denen habe ich das erzählt und die haben mir beide bestätigt, dass es ein Nachtodkontakt war. Also unabhängig voneinander. Und also mit dem Satz, da wollte sich jemand verabschieden. Ich habe es dann auf der Rückfahrt von Augsburg meiner Frau erzählt. Und dann haben wir beredet, wie wir damit umgehen, weil ja, da ist ja noch jemand da, diese Frau von dem Verstorbenen. Und was machen wir jetzt? Erzählen wir dir das oder nicht? Ja, und dann haben wir lange überlegt, ob wir das machen und haben es nachher gesagt, ja, wir rufen die an und erzählen das. Und dann hat sie am Telefon gesagt, ja, mit der Hand, ich sage, winkt er denn mit der linken Hand, winkt er mit der rechten Hand? Und da wurde sie unsicher. Aber das ist für mich auch okay, denn also wenn ich jetzt sagen sollte, ob meine Frau mit links oder mit rechts winkt, ich sage mal, wahrscheinlich mal mit links, mal mit rechts. Naheliegend wäre, er war Kontrabassspieler. Und die halten ja den Kontrabass so und zupfen ja die Saiten so. Und also, dass er dann mit links winkt, ist eigentlich schon naheliegend. Aber gut, sie wusste es nicht genau. Der zweite Punkt war dann mit diesem Uniformhemd. Und da sagt sie, ja, da hängt eins im Keller, das hat er früher angezogen, wo er so 30 war. Und hat Sketche gemacht über die Bundeswehr. Und da man ja über die Bundeswehr nicht aus Gründen der Verunglimpfung einen Sketch in Uniform machen kann, hat er sich ein khakifarbenes gekauft, weil damals, zu der Zeit gab es noch keine Auslandseinsätze. Also die Bundeswehr hatte keine khakifarbenen Hemden, sondern nur die anderen Uniformhemden. Und das war praktisch so eine Art Fantasie-Uniformhemd. Und das, sagt sie, das hing noch im Keller und damit hat er seine Aufführung gemacht. Und da war sie natürlich sehr erstaunt, dass ich sowas gesehen habe mit dem Hemd. Ich kannte das Hemd nicht, überhaupt nicht. Und ich wusste auch von diesen Sketchen nicht und so weiter. Also es war für mich total neu, weil das war 37 Jahre her. Und er hatte damals volles Haar, also wo er mir erschienen ist, wo er gestorben ist, hatte er Krebs, hatte schon gar keine Haare, aber die letzten 20 Jahre auch total lichtes Haar und so weiter. Also er sah total anders aus. Aber super, also gut zu erkennen. Und ich sag mal, wie das blühende Leben quasi. Dann war dieses Hemd quasi ein Beweis. Dass zumindest ein Indizienbeweis. Ja. Also, ja, wenn man so will. Hat sich dieser Traum im Verhältnis zu anderen Träumen, war der anders? Oder ja, haben Sie das erlebt? realistischer. Realistischer. Ja. Ich vergesse sonst alles. Also ich kann Ihnen nicht sagen, was ich vorgestern geträumt habe. Weiß ich nicht. Aber den habe ich nicht vergessen. Was
hat dieser Traum, was hat das für eine Bedeutung für Sie? Ja, schwer zu sagen. Ich habe also das auch nicht für möglich gehalten. Jetzt weiß ich, dass es das gibt. Also die eine von den beiden Personen, die ich gefragt habe, hat mir gesagt, möglicherweise könnten sich noch andere daran anschließen, weil ich eventuell durch die Nahtoderfahrung sensibler bin für so Sachen. Mhm. Das habe ich auch dem Herrn Savati geschrieben und er sagte, ja, das könnte durchaus sein, dass ich hätte vielleicht das vorher gar nicht wahrgenommen und jetzt bin ich sensibel auf solche Dinge. Mhm. Was glauben Sie, wie häufig sind solche Nahtodkontakte? Die sind wesentlich häufiger als die Nahtoderfahrung. Ich war jetzt in einer Gruppe in Regensburg, das heißt Verwitwet mit Kind. Mhm. Und da haben mir die Frauen und Männer erzählt, also über die Hälfte, dass sie Kontakte hatten mit dem verstorbenen Partner, egal auch wie. Also eine Frau berichtet zum Beispiel, immer wenn sie in die Garage geht und ein bestimmtes Werkzeug sucht, dann hat sie das Gefühl, da steht jemand hinter ihr. Mhm. Solche Sachen, aber komische Sachen. Oder Lampen brennen, die eigentlich nicht brennen dürften, aber sie brennen halt. Dieter, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön.